Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir haben den Elevator erfolgreich abgeschlossen und werden uns heute unsere wohlverdiente Belohnung dafür einheimsen. Ja, und ich hatte den Kampf, den letzten wohl gestern gar nicht gezeigt gehabt, hatte ich eben gerade nochmal in den Kommentaren gelesen. Und den wollte ich euch auch nochmal direkt zum Anfang zeigen. Das war hier der Lucifer. Das war hier der allerletzte Gegner im Elevator. Spannend ist der Kampf jetzt nicht, weil er relativ schnell vorbei ist. Aber ja, so ist das halt als Magier. Trotzdem sehr starke Treffer auf jeden Fall gelandet hier. Muss man machen, ansonsten hätte ich es nicht geschafft. Lucifer im Elevator, der Endboss. Hier bitteschön nochmal 1,4 Milliarden Crit und ein 1,85 Milliarden Crit gegen einen doch recht starken Gegner. Er hat uns einmal getroffen, ja, darf natürlich kein Crit-Treffer sein, ansonsten wäre das ganze Ding hier auch nicht möglich. Und ja, das nur mal zum Anbeginn der Folge. Lucifer, der Endboss vom Elevator. Ja, dann gucken wir mal unsere Belohnung an und schauen mal, was wir jetzt endgültig erreicht haben. Im Elevator ein Standpunkt hier, wenn man in die Stadt geht, wird einem das auch direkt angezeigt. Glückwunsch bis Platz 1, hole deine Belohnung ab und 6 Tage hat man dafür Zeit, sich das ganze Ding hier abzuholen. Ansonsten, ja, verfällt das Ganze, ne? Wir gehen drauf auf den Elevator. Das ist noch die Belohnung von gestern. Und die graben wir uns auch noch ein. Zack. Und hier haben wir die Kiste mit den ganz vielen tollen Belohnungen drin. Ja, unsere Gesamtleistung beläuft sich auf 3,856 Millionen Höllenmarken. Falls es nochmal so eine Liste geben sollte, wenn jemand die Muße hat, sich die zu erstellen, also eine weltweite Liste, wer die meisten Höllenmarken gesammelt hat, welche Gilde, das wäre natürlich cool, aber das ist natürlich auch immer eine Schweinearbeit, aber das würde ich auf jeden Fall sehr gerne auch hier im Video zeigen. Ich denke mal, das wird euch auch interessieren, weil da ja auch viele von euch wahrscheinlich mit dabei sind, die ja auch irgendwo in den Top-Gilden mitspielen und sehen wollen, wie haben die sich eigentlich weltweit geschlagen, so, ne? Ja, so sieht das Ganze aus hier. Mein persönlicher Rekord auch hier, 213.000 Höllenmarken habe ich hier geknackt und wir haben leider einen dabei, der komplett inaktiv ist. Sonst wäre es noch ein bisschen mehr, aber macht den Kohl nicht fett. Und ja, wir gehen mal auf die Kiste rauf, würde ich sagen, ne? Let's go! Da bekommen wir es. Wir bekommen insgesamt ja das goldene Profilbild, ein Leggy-Stein, 128.000 Kristalle, was extrem krass ist, 1,2 Milliarden Gold und fast 200.000 Metalle. Das ist ziemlich lecker Schmecker und holen wir uns ab das Ding. Let's go. So, da schließt der Elevator, keine großartige Animation mehr, ist geschlossen. Das Ding, wir haben unsere Belohnung, hier ist das Gold oben. Und ja, so sieht es aus auf unserem Server hier. Ne? Ist natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen einseitig, sag ich mal, aber so ist das halt auf alten Servern. Ne? Ich denke mal, auf W50 wird der Kampf relativ spannend werden, weil dort die Konkurrenz sehr nah beieinander hängt. Das wird, denke ich mal, recht interessant auch zu verfolgen. Und ja, ganz cool, wir haben natürlich uns wieder direkt den goldenen Hintergrund gegrabt. 2083er Edelstein, da habe ich aber schon bessere gesehen. Der kann eigentlich direkt verkauft werden. Es sei denn, irgendein Begleiter braucht den noch. Dringend, ja, das also wegen 200 Statpunkte tausche ich das jetzt hier nicht. Weil ich achte schon ein bisschen darauf, dass meine Begleiter jetzt auch neue Steine bekommen. Dass wir eventuell in dem neuen Late Game Dungeon ein bisschen weiter vorankommen, denn dort will ich auch ein bisschen Progress haben, aber das wird echt schwer, da irgendwie Land zu sehen, deswegen, ja, ja, nee, der wird verkauft hier, das macht nicht weiter Sinn, großartig hier. Ich hatte meine Begleiter jetzt hier schon über die letzte Zeit ganz gut neu equipped, steintechnisch, aber es ist trotzdem fast nicht möglich, irgendwie, es ist nicht machbar, großartig da was im Dungeon zu legen. Ne? Ich hatte euch ja meinen besten Try mal gezeigt. Der geht ein bisschen über die Hälfte. Oh, nice wenigstens. Ein bisschen Platz schaffen hier. So. Der geht bis zur Hälfte, ein bisschen über die Hälfte und dann war es das. Dann hat sich das Ding erledigt.
So, hier noch ein Epic. Wir haben viele Epics gefunden das Wochenende über. Also ich denke mal für Free-to-Play-Spieler oder so, ne, die sonst schwierig an Epics kommen, war das eigentlich ganz nice gewesen. Gut Glück, Extravaganza und Abenteuer, Extravaganza. Also kann man hier beim Würfeln und beim Questen bekommt man garantierte Epics. Und ja, hier übrigens mein Bonus auf meinem Main für die Hydra zum Erfahrungsevent. Da haben wir auch direkt einen Gegner gefunden, sehr nice. Oh. Das lief ja jetzt nicht so gut. Ja. Zum Glück haben wir direkt einen danach gefunden. Es ist echt schwer, sonst jetzt nämlich auf alten Servern Leute zu finden hier, die ja, nicht großartig ihre Festung ausgebaut haben, weil sonst muss man da immer elendig viele Soldaten losschicken. Und ja, ich habe übrigens einen neuen Meilenstein erreicht, einen kleinen Zwischenmeilenstein. Ausdauer habe ich hier auf meine gewünschte Schnapszahl gebracht, ja, das ist ganz cool. Jetzt gehe ich nur ganz kurz mal, ja, ganz kurz gehe ich jetzt nur mal auf Intelligenz und werde das ganz kurz nur bis 350.000 hochknüppeln. Und danach gehe ich aber sofort wieder auf Ausdauer, ja. Das ist ja so mein Anliegen und dann werde ich Ausdauer erstmal auf 250k, vielleicht auf 300 direkt durchziehen, ne, dass man 350 zu 300 hat und dann sieht das Ganze schon, denke ich mal, ganz gut aus hier für mich als Magier. Ja, der Deltopus, von dem war eben die Rede gewesen, wo wir keine Chance großartig gegen den haben. Ja, ihr seht das ist vergebene Liebesmühe auf jeden Fall. Ich brauche hier nicht mal großartig Free Tries rein investieren, also ich mach's, aber es ist halt wirklich nicht von Erfolg gekrönt, sag ich mal. Kunigunde hat hier gut geregelt, auf jeden Fall den Einkampf, aber dann ist halt Schluss, ne? Er ist machbar in der Theorie, auf jeden Fall, ne? Strengt sich Kunigunde und Marquardt ein bisschen mehr an. Safe. Aber doch schon recht unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ja, ansonsten wollte ich nochmal gesagt haben, morgen werde ich das auch nochmal ansprechen. Die nächsten Videos werden ein bisschen vorproduziert sein. Ne? Die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen da schon Bescheid, dass ich nächste Woche wahrscheinlich kaum bei mir zu Hause bin. Und ja, ich werde dann morgen nochmal im Video ein bisschen genauer drauf eingehen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass hier und da mal noch nächste Woche ein Event ist, aber leider geht es nicht anders, damit man den täglichen Upload noch ein bisschen ja, gerecht werden kann. Das ist ja so ein bisschen meine, ja, wie sag ich, meine Challenge an mich selbst, so ein bisschen. Ne? Und Challenges braucht man auf jeden Fall im Leben, ne? Dass man vorankommt. Und ja, macht mir ja natürlich auch sehr viel Spaß und ich möchte natürlich auch die Streak irgendwo auch nicht abreißen lassen. Ne? So, dann gucken wir nochmal, ob wir schnell noch einen Epic hier rauskriegen auf schnelle Welle. So eine Waffe, ja, sehr schön. Waffe ist sehr gut, können wir gebrauchen, können wir zerlegen dann. Ne? Ressourcen haben wir jetzt mittlerweile auch gut gestackt, auf jeden Fall, kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. So, nochmal die Ausrüstung hier und ja, da muss ich nochmal dazu sagen, ich hatte mir jetzt noch nicht die Pakete geholt, aber die werde ich jetzt sofort im Anschluss machen. Ich war gestern zu faul dafür. Ich habe mir die immer noch nicht geholt, ich muss kurz dann aufladen, aber ich hatte das bisher noch nicht geschafft. Werde ich safe jetzt im Anschluss gleich machen, weil die sind ja jetzt nur noch 12 Stunden aktiv. Muss ich wieder bis auf den letzten Drücker warten hier, ne? Und dann haben wir nochmal ein paar mehr Ressourcen auf Tasche. Ja, und dann stackt sich das schon so langsam hier alles, ne? Durch die Pakete bekommen wir ja auch nochmal gute Ressourcen dazu. Und ja, die werde ich mir auf jeden Fall jetzt gleich mal schmecken lassen im Anschluss, ne? Falls ihr das auch noch nicht getan habt, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne machen. Natürlich auch sehr gerne, so wie gestern bereits schon erwähnt, über meinen Code Dorza im Webshop, ne? Das supportet mich auf jeden Fall sehr, sehr krass und damit, ja, ich kann mich eigentlich jedes Video bedanken. Irgendwann geht es euch bestimmt auf den Sack, aber ich finde es halt, wie gesagt, man kann es nicht oft genug wiederholen. Ne? Ich könnt euch auf Dauerschleife zulabern damit, ne? Wie dankbar ich dafür bin. Aber irgendwann, keine Ahnung, kommt das vielleicht dann auch doof rüber oder ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werdet ihr mich noch ein paar Mal Dankeschön sagen, hören. So, ne? Gut, Leute, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Mein Abschluss zum Elevator. Ihr könnt mir sehr gerne mal schreiben, was ihr so geschafft habt mit eurer Gilde zusammen. Und nächstes Mal gucken, wird Celtic vielleicht die 4 Millionen Marke knacken. Ne? Mal schauen, was so möglich ist. Ne? Bis zum nächsten Elevator ist ja dann wieder noch ein bisschen Zeit zum Leveln und Skillen.
Okay, Leute, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank, wie immer, fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.